Digitalpianos für Fortgeschrittene. Das Gewa UP405 ist das Topmodell der aktuellen Gewa Piano-Serie. Das kleinere Modell DP354 und auch das Portable Piano PP3, das haben wir uns ja schon angeguckt. Und es hat auch diesen Sound dieser Pianos. Da haben wir den Sound, den Flügelsound haben wir schon gelobt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die gehobene Mittelklasse der Gewa Pianos Made in Germany klingt. Mhm. Tolles Barpiano. Ja, klingt jazzig, Ja, klingt lädt total, ein ja, absolut. zum Jatzen. Ja, ein schöner Klavierklang. Macht auf jeden Fall Spaß, da so ein bisschen, ein bisschen zu improvisieren. Okay. Ja, wie spielt sich die Tastatur für dich? Also hier sehe ich so Holz. Genau, also wir haben Holztasten und ganz gute Tastatur. Der Tastenweg hier, gerade so in dem mittleren Bereich, ist ein bisschen kurz, oder zumindest so, wie ich es gewöhnt bin. Aber kann man auch ganz gut klarkommen. Ist quasi so wahrscheinlich an so kleinere Flügel angelehnt, so vom Spielgefühl. So, ja. Ist ganz nett gemacht und lässt sich eigentlich so ganz ordentlich spielen. Ja, okay. Aber dabei sind es nicht mal echte Holztasten. Also es sind jetzt nicht so wirklich komplette Holztasten, sondern das ist eigentlich eine herkömmliche Tastatur. Nur hat die hier so einen Holzkern verbaut bei den weißen Tasten. Ah, okay. Und dann hat sie auch noch so ein Ivory viel Oberfläche. Also es sieht erstmal auch schön aus und fühlt sich auch gut an. Fühlt sich ordentlich an und also zum Spielen muss man ein bisschen gucken. Also man hat schon einen guten Grip eigentlich, ist schon ganz gut. Gut, den Sound, den haben wir ja schon, wie gesagt, bei dem Portable Piano PP3 gehabt. Und letztendlich die kleineren Geräte, die profitieren von diesem Sound hier. Und das ist, ich glaube, das ist nach wie vor ein Steinway-Sound. Und ich glaube, wenn jemand unbedingt einen Steinway-Sound ausdrücklich haben möchte, dann sollte sich das mal anschauen. Also hier heißt es dann Hamburg Grand. Und da sehe ich auch gleich noch ein anderes, Vienna Grand. Das wird dann wohl ein Bösendorfer sein. Das ist aber auch gut. Ja, merkt man schon, ein deutlicher klanglicher Unterschied, ne? Ein bisschen voluminöser, ein bisschen mittiger, ne? Also auch ganz nett. So, dann haben wir hier noch 73, das kann ja nur ein Fender Rhodes sein. Klingt eigentlich auch ganz nett, ne? Aber hallo, klar. Schöner Sound, Woli. Ja, ist auch geschmackvoll gemacht. Gut. Also da gibt es bestimmt noch mehr. Also über das Display ist das eigentlich ganz schön zu bedienen. Was haben wir denn da noch? E-Piano 1. Das ist so ein glockiges Rhodes. Haben wir schon bessere gehört, aber es ist auch ganz schön. Ich würde sagen, solide Auswahl an E-Pianos. Ja. Und hauptsächlich kauft man es natürlich wahrscheinlich wegen dem Klavier. Ich würde mal sagen, ja. Und die anderen Sounds, die sind halt zum Layern da. Wenn man jetzt Piano mit Strings oder mit Chor mischen möchte, dann ist das eine schöne Sache. Aber die Hauptsache ist immer, finde ich, der Klavierklang, der sich auch gleich als erster nach dem Einschalten meldet. Das ist dieses Hamburg Grand. Und das klingt auch ordentlich. Und da, glaube ich, wollen wir mal schauen in den Klassiktest. Oh, der Klassiktest. Wie immer
die Diabelli-Variationen. Warum nehme ich die? Weil man damit so bestimmte Artikulationen ganz gut rausspielen kann. Ich bin selber kein Klassik-Experte, aber ich benutze das, um die Anmutung von Klassik beim Testen zu haben. Und schauen wir mal. Erstmal den Diabelli-Walzer. Sehr ordentlich. Also der Klang hat wirklich schön Dynamik. Also man kann es wirklich sehr, sehr schön abheben in den Dynamikbereichen und um dann so im Pianissimo weiterzuspielen. Also das funktioniert sehr gut. Jetzt die Variation von Schubert, die wird im Ganzen getragener gespielt. Tipptopp. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste noch mal einen anderen Klang haben. Aber wir können ja mal den Vienna probieren. Wo ist das Display? Da ist das Display. Das schaltet sich immer aus. Ist auch schön. Klingt fast, finde ich, noch ein bisschen schöner. Für die Variation? Für die Variation ja, auf jeden Fall. Cool. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich ganz gut so vom Spielen kontrollieren lässt, oder? Ich finde ja, tatsächlich geht das sehr gut. Also ich komme sehr gut klar mit der Dynamik. Das lässt sich gut umsetzen. Cool. Und das fühlt sich auch schön an. Also auch wenn es eine herkömmliche Tastatur mit Holzelementen ist, finde ich das ganz ordentlich. Also schön. Gut, dann können wir, glaube ich, zusammenfassen. Ich finde, das ist ein grundsolides, hochwertiges Mittelklasse-Digitalpiano. Und ich finde, herausragend sind die beiden Klaviersounds. Das denke ich, kann man so festhalten. Die E-Pianos fand ich auch super, sehr geschmackvoll. Aber diese akustischen Klaviere, also ein Steinway und ein Bösendorfer in einem Digitalpiano, finde ich schon wirklich auch krass gut. Also ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum man das Instrument kauft. Die Klavierklänge sind einfach wirklich auf einem sehr guten Niveau, machen Spaß zu spielen in Verbindung mit einer ganz guten Tastatur. Ist es einfach ein schönes Paket und ja, also ich denke, klanglich gibt es da nichts zu meckern. Absolut. Ich muss auch sagen, wir haben ja die Vorserie auch getestet und da hatten wir noch ein bisschen zu mäkeln am Klang und so und das haben die verbessert. Das ist wirklich, wirklich gut geworden und das ist wirklich ein toller Sound. Ja, also mag ich sehr gern. Die Klassikvariation klang wirklich sehr schön. Ja, ordentlich.